Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget, ja, und ich muss es einfach nochmal probieren. Ich weiß nicht, nach dem letzten Erfolg hier im 13. Stock bin ich so motiviert, dass ich einfach nochmal hier es in der Dauerschleife der Idole ausprobieren muss, dass wir versuchen hier den Ape hier heute hier zur Strecke zu bringen. Es ist verdammt schwierig, aber mir kribbelt es schon wieder in den Fingern wie beim Karpaltunnelsyndrom, ja, jetzt mal als Beispiel. Und ich weiß nicht, irgendwie treibt mich irgendeine innere Unruhe an, dass ich hier den heute besiegen muss, damit wir beim nächsten Mal eventuell den Gegner danach dann auch besiegt bekommen. Es ist unglaublich, aber ich muss es einfach nochmal. Es ist die Sucht. Es ist einfach die Sucht, ja. Wir reden gar nicht weiter drüber, wir machen einfach. Ja, wir sind nicht großartige Redner, wir sind Macher. So, und deswegen machen wir heute mal und ja, ich versuche mal noch einigermaßen, ich meine gut, ich kann es überhaupt nicht beeinflussen, ich versuche es einigermaßen noch pilzfreundlich zu gestalten, das Ganze. Ob das klappen wird, weiß ich nicht. Aber ich werde die Waffen hier nochmal einmal verbessern. Ja, das macht dann doch nochmal ein bisschen was aus und den Großteil der Ressourcen kriege ich ja dann doch wieder. Ich habe immer Bedenken, weil ein paar gefragt haben, warum ich die denn nur so wenig verbessere, weil ich ja so viele Ressourcen habe. Ich habe da ein bisschen Angst, weil ich mal gehört hatte, ich weiß nicht, ob es hundertprozentig so ist, dass es, wenn man Waffen verbessert und dafür Kristalle und sowas opfert, dass es beim Schmied so eine Art kleinen Verschleiß gibt, wenn man die zerlegt, ja, oder halt seine Ressourcen zurückgewinnen möchte. Deswegen möchte ich das einigermaßen ohne Kristalle großartig hinkriegen. Und weil ich halt vor diesen Verschleißeffekt da so ein bisschen Angst habe. So, ob da was dran ist, ich habe es selbst, glaube ich, mal ausgetestet und es war mal was dran. Ob es immer noch so ist, ich kann es euch nicht sagen. Deswegen versuche ich das immer einigermaßen so, nicht so viel dafür auszugeben. Ja, aber das geht ja noch hier von den Ressourcen her und wie gesagt, den Großteil oder vielleicht auch alles kriegen wir ja dann zurück. Ja, gut, wir haben auf jeden Fall jetzt die Waffen verbessert. Das hat nochmal ordentlich Stats gebracht und ich bin gespannt. Ja, was soll ich sagen? Man muss auch manchmal über Leichen gehen, wie ein Sargdeckel, ja, oder Grabschänder. Ja. Deswegen würde ich mal behaupten, starten wir mal und versuchen hier den Ape hier heute zu besiegen. Ja. Eigentlich hängt alles davon ab, dass die Kunigunde hier ein paar Mal ausweicht. Letztes Mal hat sie uns sehr im Stich gelassen und deswegen wollen wir mal hoffen, dass es heute besser funktioniert. Dann muss auch noch der Marquardt und ich müssen eine gute Performance abliefern. Zwecks der Crits, ja, die müssen auf jeden Fall auch stimmen. Aber eigentlich braucht nur die Kunigunde regeln. So, wir brauchen nicht mal großartig irgendwelche Crits treffen, wenn die Kunigunde ein paar Mal ausweichen würde. Aber die stellt sich da relativ dämlich an, irgendwie, gegen den Ape hier. Guckt euch das mal an, das ist schon mal ein guter Crit. Ja, Kunigunde macht wieder gar nichts, ne? Und ich mache auch gar nichts. So, und dann ist der Kampf auch schon erledigt an der Stelle. Ja, dann war es das schon gewesen. So, Bertram ist sogar in der Lage, einen Hit von Ape hier zu überleben. Ne? Ob er es tut, weiß ich nicht. Ob er heute irgendwie motiviert ist, ja. Das sieht von der Kunigunde schon mal gut aus. Aber wir merken uns, wir dürfen die Kunigunde nicht loben. Sonst passiert nämlich genau das. Ja. So, wenn der Bertram nicht gekrittet wird, kann er sogar auch ein bisschen konstanten Schaden raushauen. Wenn er auch krittet. So, ne? Aber bisher wird er immer nur weggekrittet. So, und ihr seht, was da möglich ist. Ihr seht auf jeden Fall, was da möglich ist, wenn der Marquardt krittet und ich kritte. Wir haben es gesehen beim letzten Mal im 13. Stock, was der Marquardt an Crits raushauen kann. So, jetzt guckt euch das an. Jetzt haben wir einigermaßen solide Crits hier geliefert, aber die Kunigunde spielt nicht mit. Die hat überhaupt keinen Bock auf den Ape hier, ja. Das ist so gar nicht irgendwie. Also, ich weiß nicht.
ob es dieses nonchalante Lächeln ist von ihm, ja, die sie hier so ein bisschen verzweifeln lässt, aber schaut euch das an. Die ist mal so gar nicht motiviert eigentlich. Eigentlich müsste ich da mal den Lohn kürzen von der Kunigunde hier, für das, was sie hier an Performance liefert. Ja, das kann man wirklich nicht in Worte fassen. Die mussten wirklich nur ein paar Mal ausweichen. Ja, oder besser gesagt, ein paar Mal treffen. Wenn sie ausweicht, bringt mir das ja auch nichts. Ich muss dir sagen, ich hätte lieber einen Berserker an meiner Seite gehabt, als hier die Kunigunde. Ja, also, mal hier Ansage. Außen DX Racer. Ja, hier im Hintergrund ist er, der DX Racer. Keine Werbung. So, ja, wir sehen, es ist zum Verzweifeln. Das gucken wir uns mal an. Da habe ich mal einen Kampf geskippt. Und der war jetzt so knapp gewesen. Mal schauen. Hier, da hat der Bertram nichts gemacht. Ich wollte ihn gerade loben, weil er einmal weil er einen Hit ausgehalten hat. So. Kunigunde haut 2 Treffer raus. 2. Das ist eigentlich auch nix. Eigentlich ist das nix. Und der Bertram, jetzt hätte der Bertram ein bisschen treffen müssen. Aber irgendjemand verscheißt immer. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie hier mein Kryptonit hier, dieser Typ. Ja. So viele ungünstige Situationen, die hier entstehen bei dem Gegner, das ist echt unglaublich. Ich habe das Gefühl, dass der Gegner eigentlich easy machbar wäre, also so wirklich ganz locker. So wirklich aus dem Handgelenk geschüttelt einfach, ne? Aber irgendwie gibt es irgendjemanden, der immer hier mir in den Rücken fällt von meinen Begleitern oder ich selbst, ja? Und die ergänzen sich nicht mal irgendwie. Nein, irgendjemand ist immer dabei, der mal hier den 31er-Move raushängen lässt und die ganze Crew verrät. Hier, ne? Also das kann wirklich nicht sein. Weil wirklich, ich brauche gar nicht viel. Ich verstehe es nicht. Der ist nicht schwer, der Gegner. Ja? Kann auch sein, dass ich mir das Hardcore einrede hier. Aber wenn ich mir so die Versuche so anschaue, oder sehe ich das falsch? Das sehe ich doch nicht falsch, oder? Wenn ich mir die Versuche anschaue, müsste der innerhalb von 100 Pilzen müsste der liegen. So, und ich habe jetzt mit diesem Video und dem letzten Versuch, als wir hier den Typen versucht haben hier, habe ich safe schon über 100 Pilze ausgegeben. An diesen einen Dungeon-Gegner hier. Und das kann halt nicht angehen, wie ein Elektrogerät, wenn die Steckdose fehlt. Ja? Also das ist wirklich unglaublich. Hier, die Kunigunde macht gar nichts. Was haben die denn hier? Als ob die nicht die Verzauberung drauf hat hier oder irgendwas? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, beim 13. Stock zum Beispiel. Der war so geschmeidig, die letzten 2 Gegner. Und das hier ist eigentlich genauso ein Gegner. So, deswegen kann ich das nicht nachvollziehen, dass der hier sich so zickig hat. Der Eipier. Ja? Der müsste ja eigentlich mal jetzt so langsam liegen. So, wir rollen jetzt langsam unter die Grenze von den Pilzen, wo es schon kritisch wird, wo die meisten schon anfangen zu schwitzen. Und zwar kommen wir langsam in den 3-stelligen Pilzbereich. Und das tut natürlich für den Pilzer im Auge ist das natürlich, das sind natürlich Schmerzen, die unaushaltbar sind. Aber ey, es ist einfach lächerlich. Es ist einfach lächerlich. So viele gute Versuche dabei. Und kein einziger, wo mal hier alles klappt irgendwie. Ja, jetzt hat der Marquardt verschissen. Jetzt macht vielleicht die Kunigunde macht auch nichts, das haben alle verschissen. Ja, also sowas gibt's halt auch, wo dann alle reinscheißen. Hier, das war zum Beispiel auch so ein Versuch. Ja, Bertram kannst du wieder komplett in die Tonne kloppen. Ja, Marquardt wieder auch nicht on point hier. Kunigunde lässt sich hier auch wegkritten. Ja. Weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Es ist, unglaublich. Wir verbessern nochmal die Waffen. So, warte mal, was haben wir denn an Stats vorher? 271. Ich werde die Waffen danach... Ich werde sie erstmal ein bisschen behalten, die Waffen. Ja, weil wer weiß, was noch danach kommt an Dungeon-Gegnern. Und danach werde ich die dann ja eh verkaufen. So, was ist 271, ne?
367. Das ist ein Unterschied auf jeden Fall. So. Lacht die auch noch so hässlich. Also die Kunigunde ist mir wirklich, also die ist mir sehr unsympathisch hier gegen diesen Gegner. Ja. So, jetzt mit noch besseren Stats rein. Bringt zwar natürlich unglaublich wenig im Vergleich, aber in der Theorie sollte es jetzt eigentlich noch besser klappen. Auch wenn es hier ja, anscheinend nicht den Anschein macht. Ich muss mal kurz meinen Bildschirm hier, der hat irgendwelche Probleme hier gerade. So. Ja, es ist frustrierend. Es ist einfach nur Frust. Dieser Gegner... Jetzt komm, Kunigunde. Och nee. Och nee. Das war ein Versuch, der war so gut. Also da hat wahrscheinlich Bertram und Marquardt haben da gut reingeschallert. Aber dann so einfach mal wieder gar nichts. Gar nichts aus dieser Situation gemacht. Keinen Nutzen draus gezogen. Kunigunde sehe ich bei anderen Gegnern irgendwie 20 Mal ausweichen oder so. Ja? Bei mir nicht 2 Mal oder so. Guckt euch das an. Das ist einfach traurig. Die Performance von der Kunigunde ist einfach traurig. Ja? Da kann mir auch niemand was anderes erzählen hier. Das ist lächerlich. Ich becher mich weg. Guckt euch das mal an, was das für harte Crits sind. Ja, Bertram, guter Schaden gemacht. Marquardt, komplett reingeschissen. Können wir schon wieder weitermachen hier. Ja. Bertram, solider Schaden. Marquardt ist in Ordnung. Kunigunde. Jetzt mal irgendwie... Sehr gut. Kunigunde, jetzt mal bitte. Die macht gar nichts. Guckt euch das an. Die hätte 2 Mal. Hätte die treffen müssen. Was sind 2 Mal? 2 Male sind gar nichts. Das also... Ich weiß nicht. Also der Typ ist echt Zenit. Das ist hier Zenit. Wie das Album des ein oder anderen Sprechgesangsartisten. Ja? Ey, es ist unglaublich. Es ist unglaublich, wie die hier ihre Arbeit verweigert. Und vor allen Dingen, wie oft auch der Typ einfach ausweicht. Ne? Das ist auch einfach frech. Das ist auch einfach frech. Ich bin so froh, wenn ich den mal eines Tages hier geschafft habe, den Gegner. Ne? Weil das ist Frust. Das ist einfach nur Frust. Ja? Ich verstehe es nicht, weil der einfach so easy... Der sollte so easy machbar sein. Aber irgendwie werde ich hier komplett von dem System hier gerickt. Einfach, habe ich das Gefühl. Einfach rigged. Das ganze System hier irgendwie gerade. Ja? Ey, Mann, Alter. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, wie weit wir jetzt noch runtergehen. Hier, erstmal nehmen wir mal... Erstmal guten Morgen. Wir nehmen erstmal neue... Alu an. Ja, hallo. Damit wir hier keine Zeit verschwenden irgendwie. Ne, habe ich jetzt tatsächlich gar keinen Bock drauf. So, let's go. Komm. Komm, Junge. Jetzt auch mal rein in die Masse. Wie eine Haifisch-Attacke. Ja? Rein in die Masse wie der Teig beim Bäcker beim Weihnachtsplätzchen backen. Ja? Ach Mann, Alter. So, wir gehen mal bis 900 runter. Ja? Das sind ja noch 50 Versuche. 50! Bei solchen Versuchen, die so gut aussehen. 50, müsst ihr euch mal überlegen. Ja? Wie der Gegner hier schon gelegen hätte. Wie oft eigentlich schon. Aber meine Begleiter, die sind echt Schmutz. Das ist echt das Letzte. Das ist wirklich das Letzte heute hier. Ja? Ich dachte, da kann man mal wirklich hier mal irgendwie ein bisschen heute mal was zeigen, was ihr so drauf habt. Aber ja, die macht gar nichts. Die macht wirklich gar nichts. Guckt euch das an.
das ist frech, wie die einfach nichts macht. Ja? Also, das ist wirklich unter aller Kanone wie Magazine. Entweder liegt es am Gegner oder es sind einfach, ja, es muss eigentlich am Gegner liegen. Uff, Alter. Das ist wirklich hart. Ich brauche ja nur, also wenn Marquardt und ich harte Crits raushauen, dann liegt er alleine durch diese 2 Treffer liegt er eigentlich schon so gut wie. Die anderen müssen nur noch müssen die nur noch an Schaden raushauen. Mehr brauchen die gar nicht machen. Ja. Und dann liegt der Gegner schon hier. Aber nicht mal das machen die. Nicht mal nicht mal ein bisschen hauen die hier raus. Ja, 2 Treffer. Ja. Und das war's dann. So. Jetzt hat, glaube ich, wieder der Marquardt an der Stelle verkackt. So, jetzt guter Versuch gewesen. Kunigunde sagt, nö, mach ich mal nicht. Mach ich mal einfach nicht. Ja. Begleiter vorher, gute Arbeit geleistet. Nö. Dann kann ich mich ja laidback hier zurücklehnen und die Show genießen. Ja. Das ist wirklich Frust. So, jetzt Kunigunde. 2 Treffer will ich von dir. Erster. Zweiter, okay. Es sind wieder nur 2. So, jetzt muss ich halt kritten und ja. Hab ich verkackt wieder hier. Ja, das ist traurig. Das ist eine traurige Vorstellung hier heute wieder. Ach Mann, ey. Es ist schade. Es ist einfach nur schade. Ja. Da wollte ich den Zuschauern hier heute mal ein bisschen was zeigen. Oh, Bertram, sehr guter Schaden. Das könnte der Versuch werden. Marquardt, wieder gar nichts gemacht. So, Kunigunde vielleicht mal 3. Aber was verlange ich denn? Was verlange ich hier eigentlich? Dass die Kunigunde 3-mal trifft? Wo leben wir hier? Ja. Ich habe die noch kein einziges Mal 3-mal hintereinander treffen sehen hier. Das ist wirklich eine sehr traurige Vorstellung hier heute. Ja. Und für sowas gebe ich hier meine Pilze aus. Einfach so. Einfach so. Sprachlos. Ihr merkt es. Ich bin sprachlos. Ich hätte gedacht, dass er hier jetzt in den paar Versuchen jetzt hier easy machbar gewesen wäre, aber die Pilze gehen runter. Meine Laune auch. Und die Kämpfe werden einfach nicht besser. Es sieht einfach immer... Das sieht so aus, als würde ich hier mit einem Battle Mage irgendwie spielen. So konstant ist das immer. So konstant scheiße. Ja? Aber das Ding ist halt, ich spiele halt nicht mit einem Battle Mage. Deswegen müsste der eigentlich relativ machbar sein. Und so viele Random-Faktoren, wie wir hier drin haben. Es ist einfach heftig. Boah, der weicht auch so viel aus. Ey. Es ist einfach heftig, wie schlecht die Performance ist hier. Nach so vielen Versuchen jetzt mittlerweile schon. So, noch 8 Kämpfe. Und dann war es das hier. Dann war es das mit der Vorstellung. Ja, 2-mal aus. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber das haue ich an Schaden auch nicht alleine raus. Fast eine halbe Mille. Nee. So, jetzt nochmal ein Hit. Ja, sehr gut. Aber, ja, vielleicht nochmal. Jetzt hätte ich nochmal. Ach nee, dann mache ich wieder gar nichts, Alter. Das ist ein Teufelskreis. Es ist ein Teufelskreis, was hier gerade passiert. Verzweiflung pur. Schade. Ja, die letzten 3 Versuche gucken wir uns nochmal so an. Was hier passiert. Woran es liegen könnte. Ein bisschen auswerten vielleicht. Ja. Brauche ich mir gar nicht weiter anschauen hier. So, nochmal. Vielleicht auf den letzten paar Metern nochmal ein bisschen was. Bertram, zumindest ein Hit raus. Marquardt, ja, brauchen wir schon wieder gar nicht weitermachen. So, letzter Versuch hier. Bertram gar nichts gemacht, ist nicht schlimm. Dafür Marquardt ein bisschen was. Kunigunde. Vielleicht bis zur Hälfte oder so. Nee. Okay, schade. Schade. Es ist schade, ja. Dass hier sich so verweigert wird,
gegen mich zu arbeiten hier. Das ist, ja, da muss ich mir irgendwas einfallen lassen. So kann das auf jeden Fall nicht weitergehen. Wir haben sogar die Waffen noch verbessert, aber es bringt einfach nichts. Ja, non, nada, niente. Kannst du mir helfen? Einfach so Pilze zum Fenster rausgeschmissen. So. Was ist schneller? Ja, gut, dann würde ich mal behaupten, wir machen aus Frust, setzen wir jetzt nochmal den einen Pilz hier, damit wir hier auf glatte 900 landen. Ja, noch ein bisschen Glücksspiel zum Schluss. Nicht nachmachen, bitte. Dankeschön. Und, ja. So ein Pech. Ich würde sagen, das fasst die Folge eigentlich jetzt zum Schluss nochmal ganz gut zusammen. Und, jo, damit verabschiede ich mich. Auch solche Folgen gibt es, ja. Man kann nicht immer gewinnen, es ist nun mal so. Aber ich finde es schon hart lächerlich, dass in binnen von über 100, 200 Pilzen, oder wie viel ich jetzt mittlerweile ausgegeben habe, der Gegner einfach immer noch nicht liegt. So, und da sind so viele gute Versuche dabei, aber der weicht so verdammt viel aus. Oder meine Begleiter treffen halt so gut wie gar nichts. Ja, schade. Es ist schade, aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen und ja, werden den Gegner eines Tages auf jeden Fall noch schaffen. Gut, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, einen Kommentar dazu da, um mich wieder ein bisschen aufzumuntern. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, es bleibt mir nur noch übrig, euch einen schönen Tag zu wünschen. Und ja, haut rein und bis zum nächsten Mal.